Hallo meine Freunde, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und es geht auch lustig weiter, nämlich mit dem Renault Twingo von Norev als Polizeiauto. Leider nichts zu öffnen und ich muss ehrlich zugeben, ich finde ihn witzig, ne? Mal ehrlich, wenn die Polizei mit so einem Auto ankommt, ne? Da kann man die ja schon fast gar nicht mehr ernst nehmen, ne? Das ist doch wirklich Wahnsinn. Allein wenn ich die Sitze ansehe, ne? Guckt euch mal die Sitze an, die Musterung. Das ist doch... Oh Gott. Da haben wir in Deutschland ja noch richtig Glück gehabt mit den Polizeiautos, ey. Na, aber wobei Golf 1 ist jetzt auch nicht wirklich der Burner gewesen. Oder was haben wir da noch? Witzige Polizeiautos. Ja, der Vectra A, ja, ist inzwischen ein witziges Auto geworden. Damals aber eigentlich ziemlich gut gewesen. So, den 90ern. Wir fangen auch mal direkt an zu zerlegen. Weil viel kann ich euch an diesem Modell ja nicht zeigen. Es geht ja leider nichts auf. Nicht die Tür, nicht die Motorhaube, nicht der Kofferraumdeckel, gar nichts. Einzig Interessante finde ich das Einsatzlicht hier oben. Das ist cool gewählt. Und die sieht echt gut aus. Auch gut verarbeitet. Schöne Details, Police. Ja, alles gut. Also hier muss ich sagen, alles schön. Aber sonst, Oh Gott, ey. Arme Polizisten, ey. Muss mit einem Twingo zum Einsatzort fahren, ey. Ey. Wenn man sich die amerikanischen Polizeiautos ansieht. Verdammt, ist mir der Spiegel abgebrochen. Bisschen zu feste gedrückt. Wenn man sich die amerikanischen Polizeiautos der 90er Jahre ansieht und dann das. Oder die Japaner, ne? Die hatten ja auch geile Polizeiautos gehabt. Den Skyline. Zum Beispiel. So. Hier in diesem Video werde ich euch zeigen. Okay. Hier in diesem Video werde ich euch zeigen, ob sich das lohnt, sich den Twingo als Polizeiauto sich zu gönnen oder nicht. Also ich sage euch ganz ehrlich, also bis jetzt ist er eigentlich für sein Geld circa 40 Euro rum, 40, 45, 46 Euro rum kostet der. Ist er absolut in Ordnung. Ist jetzt nicht kein High-End Autoart, Mini-Champs, bla bla bla. Mini-Champs. Schon lange kein High-End mehr. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Es ist kein Premium-Modellauto. Nur ich finde das schade, dass Solido das auf die Kette gebracht hat, den Twingo mit zu öffnenden Türen rauszubringen. Und Norev kriegt das nicht hin. Noch ein anderes Beispiel. Anson bringt den Twingo raus. Da kann man alles aufmachen. Hat zwar Zinkpest, aber es geht alles auf. Na, also es geht. Nur wir wollen nicht. Und das ist das Problem, was wir eigentlich mit denen haben. So, wo verstecken sich die Schräubchen? Nur toll unter den Felgen. Made in China. Schon mal kein Bangladesch-Modellauto. Na komm. Da ist er. Was für hässliche Felgen. Aber ich glaube, das sind E-Radkappen. Okay, die Vorderachse ist lenkbar. Immerhin. Der Unterboden ist auch ganz ansehnlich geworden. Man hat hier sogar an das Rohr gedacht, alles drum und dran, also eigentlich nicht schlecht. Bei dem BOS-Modell vorhin hat ja alles gefehlt. So.
Jetzt müsste der sich auch gleich von der Karosse trennen. Die Seitenscheiben sind bestimmt genietet. So ein Twingo macht sich natürlich als Diorama richtig gut, ne? So als Schraubplatz-Diorama. Generell irgendwelche Dioramen. Gibt es ja verschiedene. Gibt ja Leute, die machen ja gerne Schraubplätze, Ratten, Tuning und allem drum und dran. Also ich muss sagen, da würde sich der Twingo gut tun. Klar, als Geschenk an jemanden ist dieses Modellauto definitiv kein Fehler. 40 Euro, das fällt voll unter Geschenkpreislevel. Man verschenkt ja meistens Modellautos für Preise unter 50 Euro. Und da ist der Twingo definitiv gern gesehener Gast. Und inzwischen dauert ja nicht mehr lange, da werden die ersten Twingos auch schon Oldtimer. Unglaublich, aber wahr. Ich weiß das noch in Zeiten, wo ich als Lackierer gearbeitet habe. Da war das Thema Twingo immer ein böses Thema. Weil die Lacke von denen, die Farben, die waren sehr nachtragend. Das heißt, wenn man so einen Staubeinschluss weggeschliffen hat, muss man den natürlich dann polieren. Und das war immer eine Tortur beim Twingo. Diese Polierstellen, die kamen immer wieder. Immer und immer und immer wieder. Ich hatte richtig zu kämpfen gehabt damals. War nichts genieße. Ach du Scheiße. Mal ganz ehrlich, hier der Verbrecher und hier soll der Polizist sitzen. Oh, hey, Gute. Krass. Ganz ehrlich, ey. Der Twingo ist definitiv ein sehr schlecht gewähltes Polizeiauto. Wo belegt der 90er Jahre, ne? Mann, Mann, Mann. Unglaublich, ey. Dass man einen Polizisten mit sowas rumfahren gelassen hat. Nichts genietet, das ist schon mal ganz schön. So. Süßen kleinen Rücklichter. Jetzt mache ich das Einsatzlicht ab, was gut verklebt ist. Der Kleber kam sogar hier unten sogar rein. So. Scheinwerfer. Also das Zerlegen, muss ich ehrlich zugeben, geht jetzt eigentlich relativ einfach von der Hand. Also stressen tut mich das Modell nicht. Den Rhombus. Gott, mal mit dem Finger rausnehmen. Das war's auch schon. Ich könnte jetzt natürlich anfangen, hier die kleinen Dinger hier abzumachen, aber die sind eh nicht gefragt. Die Seitenblinker abzumachen, aber es, ganz ehrlich, rentiert sich die Arbeit nicht. So, das war's auch schon. Ein Modell wartet noch auf euch und dann habe ich Feierabend. Und morgen früh geht es mich weiter mit Packen und Bearbeiten der Bestellungen. So. Mein Gott, die ganzen Schräubchen, ey. So, einer kommt noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Twingo. Ich muss sagen, ich fand das eigentlich ein bisschen traurig, das Modell.
wenn ich mir die Innenausstattung angucke und mir da vorstelle, die Polizisten haben einen festgenommen und haben den hinten reingepackt, weil da Gefangenentransporter unterwegs war oder was Kuckuck auch immer, gibt mir ein bisschen Bauchschmerzen. Gut, dass ich kein Polizist damals war in Frankreich, als das Auto noch aktuell war. So, ja gut, für 40 Euro, 45 Euro macht ihr nichts falsch. Ne? Ob der irgendwann mal stark an Wert gewinnen wird, bezweifle ich ganz stark. Ich denke mal, der wird sich irgendwo zwischen 30 und 60 Euro einpendeln und da wird er auch wahrscheinlich auch bleiben. Weil limitiert ist er nicht und ich bin mir auch schon fast sicher, es kommt noch viel mehr auf den Markt mit dem Twingo. So, das war's. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.